Jetzt geht's um Rapeplay. Ja. Und Snuggle, Struggle, Vergenusswurzelung. Gut. People who have been sexually assaulted are more likely to desire to engage in rape play during sex. Na, kommt das? Rape play during sex. By the end of this video, you will know the answer to that question. Hello, hello, hello. Wenn wir jetzt wieder an Patient Zero denken und die sehr harte Sexualgeschichte der Frauen. And welcome to this edition of A Quick Pint. Now, why is it that people who have been sexually assaulted are more likely to desire to engage in rape play during sex? This may seem like an extraordinary question, but it is a question that has occurred to me due to a fascinating new piece of research. Are sexual assault survivors more likely to have rape fetishes? And it was conducted by the Substacker Ayala, who also has an extremely large Twitter following, which allows her to conduct these enormous surveys. And she conducted a survey with 182,000 people, 182,000 of her followers, and she asked this question: are sexual assault survivors more likely to have rape fetishes? And she assumed the answer would be no, and was surprised the answer was yes. I must say, I would have assumed the answer was yes, and I will explain why later in the video. But this is what she found. She found that when you compare those that have had no assault to those that have had a severe assault, the difference in desiring to engage in rape play during sex is 15 points. If you look only at those that have been assaulted, und das sind nur die, die es zugeben, würde ich jetzt nochmal hinzufügen. The state they've been assaulted during childhood, then the difference is even bigger. It's 20 points for women and it's 19 points for men. And if you look at if you control for that, so if you remove the childhood assault, so you're from the system, then of course the gap shrinks. It's only a 7-point gap. So this implies that there is something about being sexually assaulted as a child which drives the desire to engage in rape play when you are older. When you are older. Now, I should emphasise, it's only a small correlation. The correlation between having been abused and desiring to engage in rape play, it's a small correlation. It's only about 0.1. But on her massive sample, that relationship does exist. Now, why would it exist? Now, there seem to me to be a number of key reasons why it would exist. With regard to childhood, the first possibility is there is some research indicating that people that develop fetishes develop them in part because of some kind of very, very traumatic event, such as a sexual assault that happens to them. Zu dem Video kommen wir noch, zu den Paraphilien. Das ist ja auch noch, kommt im Anschluss, glaube ich. So sexuality develops normally along a sort of canal like this, a process of canalization, and something can knock people off the process of canalization, and in most people they will go back on the normal process of canalization again, but in some people they won't, and therefore they will develop a sexual fetish of some kind. They will become almost stuck with something sexual that happened to them at a relatively young age. And it may be that there is a theory that they will, in order to cope with something very, very traumatic happening to them, they will render it sexually arousing, and they will like reliving it, and they will render it sexually arousing as a way of coping with the trauma of what's happened to them. Den Wiederholungszwang hat nicht erwähnt, den Freud ja schon kannte. Also kann ich meiner ersten Freundin Schuld geben, dass ich solche Fantasien habe. Interessant. Ja, durchaus. Ja, aber es muss ja wiederholt werden. Wenn das Trauma nicht aufgelöst ist, wird es ja im Unbewussten immer wieder hochgespielt. Ich hatte es in irgendeinem Video auch mal gesagt, ne? Wenn Frauen halt vergenusswurzelt wurden, dann ist es immer, wenn du der Nächste bist, grenzwertig. Ob das als Ausrede vor Gericht zählt? Schwierig. In unserem System schwierig. Ne? Aber, ja, die rennen dann wirklich los aus danach und verstehen es nicht und begeben sich unbewusst in Situationen, auch bewusst, das nochmal zu erleben. Ja. Now that's one theory. Now that would make sense, of course, of the possibility of the idea that the driving issue is that if you've been sexually assaulted, particularly as a child, you are likely to want to engage in rape play when you are an adult. It's a sort of way of taking control of what's happening to you and making it somehow pleasurable. But I think there's probably
Ja, in Kontrolle sein, ja, okay, gut, kann auch eine Rolle spielen. Könnte aber auch eine andere Theorie sein, die ich eigentlich habe. Und das ist wie beim Extremsport, also beim Basejumping oder beim Gliding. Das ist so, das Adrenalin geht dir ab. Hm. Du wirst ein Adrenalin-Junkie. Das auch, das stimmt, das auch. Das kann schon im Mutterleib passieren, ne? Wenn das zu viel Drama, zu viel, da ist man diese Schwankungsbreite gewohnt, dann braucht man das, stimmt, hast Ja, recht. weil Hm. keiner bringt sich freiwillig in Lebensgefahr. Das ist einfach so. Ja, Und auch wenn, wenn es sicher ist wie die Sau, wenn du Basejumpen gehst oder gliden mit dem, äh, mit dem, mit dem Eichhörnchenanzug, hm. die Sterberate ist so hoch. Also, Ja, klar. also jetzt zum normalen Leben, dass es kein normaler Mensch freiwillig machen würde, außer du bist halt ein Adrenalin-Junkie. Oder ein Das ist halt so. Psychopath vielleicht, ne? Das ist halt auch, ne, du brauchst ja nur Ja, Dopamin. das ist gut, aber da wird die Sparte ja noch enger. Du Das hast ist keine ja, Angst. aber ich sag halt, das ist halt interessant, weil das ist halt im Prinzip ganz böse zu sein. Du willst halt den hässlichen Teil wegschneiden und willst es quasi als Abenteuerurlaub in Ja, dein ja. Leben integrieren. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich würde hier halt noch sagen, dass ne, bei Vergewaltigung die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist. Ne? Es ist gute Studien. Weiterhin haben fast alle Frauen, ich glaube 60% oder war die Zahl, haben Vergewaltigungsfantasien. Und das sind die, die es angekreuzt haben im Bogen. Also global, ohne jetzt Vorgeschichte. Na, ach so, und die ganze LSE-Theorie. Sie muss sie letztendlich kongruent zu ihrem Selbstwert behandeln. Ne? At least because there is a relatively high heritability to sexuality for sexual fetishes and this sort of thing. So, I think a second Also possibility es ist eine große erbliche Komponente auch bei sexuellen Fetischen. Das wusste ich wiederum nicht. Ach so, ja gut, das unterstützt ja nur die Patient-Zero-Theorie hier. Aber gut. is simply that, and there is a study on this sociosexuality as a predictor of assault and of coercive behaviour in females and males. And what this indicates is that there is a correlation between being sexually assaulted and sociosexuality. That is to say that people who are victims of sexual assault are more likely to be sociosexual. That is to say, fast life history strategists, people that are highly sexed. And people that are sociosexual, precisely because they are hypersexual and they become sexually aroused more easily, those people are more likely to develop sexual fetishes. And one sexual fetish could be rape play. So that's a second possibility. Das ist interessant. Es kann aber auch Hyposexualität rauskommen, ne? Also totale Abkehr von jeder Sexualität. Aber ja, spricht die Hypersexualität an, ja, die dadurch entsteht im System. Hm. Also kann ich dafür meiner ersten Freundin auch danken, dass ich Monk geworden bin. Okay. Vielleicht, ja, ja, klar, klar, klar. Durchaus, durchaus. Also wenn die kleinen Mädels früh ne, rankommen, dann werden sie zu Nymphen halt, die in dieser Die Young, Live Fast Strategie dann auch unterwegs sind. Ja, wir auch Borderliner Psychopathen. Possibility. The people that are subject to sexual assault are more likely to develop fetishes, and these would include rape play. Now, if you look at the nature of the rape play fetish, what actually is the essence of that fetish? Well, it could be argued that it is what we might call a fast life history strategy fetish. So, as I have explained before on this channel, we all sit on a spectrum from a fast life history strategy, where the environment is easy yet unstable, so we live fast and die young, to a slow life history strategy in which the environment is stable but predictable, reaches the carrying capacity for the species, we compete against each other, so we slow down, compete against each other, and invest more energy in our offspring rather than sex, and so we become slow life history strategists. In a fast life history strategy ecology of live fast and die young, you basically have to be out for yourself. And the only person that it's worth having sexual intercourse with and becoming pregnant by is a person that is highly genetically fit. A person AKA Chat. Das ist Genau. Hakan? Hakan, ich erkenne dich. Das Hakan ist vom Hakan. McFit. Ja. Das ist Hakan, Das finde ich, Alter. das find ich interessant, aber ein volatiles Umfeld, was aber sehr viele Ressourcen hat, lustigerweise. Ne? Man denkt eigentlich, dass es umgekehrt wäre. Also, wo es auch große Unsicherheit herrscht und hohe Ressourcen verfügbar sind, machst du halt die Alpha-Fax-Strategie nur noch. Ne? Das passt ja auch wunderbar drüber. Wenn die Ressourcen etwas knapper sind, dann musst du halt mehr auf die Kinder setzen. Ne? Wobei es verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, ich würde es gerade gerne nochmal hören. Warte mal, was nochmal? of live fast and die young, you basically have to be out for yourself.
And the only person that it's worth having sexual intercourse with and becoming pregnant by is a person that is highly genetically fit, a person that is likely and who is likely to give you offspring that will survive in that ecology. Who will survive in an unstable, dangerous ecology? It's people that are brutal. It's people that are nasty. It's people that are impulsive. It's people that are basically psychopathic. Hybristophilie-Umgebung, wir nehmen in einer Nische für Hybristophilie-Chat, ja. That's was nice. Will act impulsively and violently when they need to be able to do so. That's who survives. Also, it should be emphasised that in that context, the difference between males and females, both psychologically and physically, is less, because women don't expect to be invested in. They don't expect to be looked after. They don't expect any help. They are evolved to be basically abandoned, and so they therefore have to take on a lot of the masculinized roles themselves. And so the difference in things like psychopathology and the physical differences between men and women in that kind of ecology are lower. And so in that kind of ecology, the only way that a woman can be certain that a man is the kind of man she wants to get pregnant by and will give her offspring that will survive in that kind of ecology is if the man can dominate her. Bang! And so it makes sense that it might sound extraordinary, but it makes sense to have rape fantasies, to be So, und jetzt wisst ihr, warum ihr nur noch die Liebhaberseite betonen müsst. Warum die Beta-Bugs-Seite tot ist, ja. Hybristophilie-Chat always wins. Sexually aroused by rape, and for it to be rape up until the final moment when he dominates her, and at that point it is no longer rape. To give a parallel example, think of how it works when a woman gets pregnant. The woman's immune system basically treats the male semen like rape. It throws everything it can at them. It tries to destroy them. It tries to kill them, just annihilate them. And only the single strongest sperm makes it through into the ovum. And at that point, it is basically not rape. So that can be understood to be how these rape fantasies work. Das ist interessant. Das ganze weibliche System ist ein Abwehrsystem, damit deine Schwimmer nicht reinkommen. Also eigentlich vergewaltigst du die Frau mit deinem Saft. Das ist geil. Wird ja immer besser. Ja, und erst am Ende entscheidet die Eizelle, okay, ihr habt mich jetzt vergenusswurzelt, aber hey, wenn ihr schon mal da seid, welchen wähle ich von euch? Ja, eigentlich ist es so genau zu sein, hat er es ja so gesagt, dass wenn es der eine Samen dann schafft, dann wird er quasi anerkannt vom Ei und von der Vagina und der darf sich dann weiterentwickeln. Und ab da ist es dann keine Vergewaltigung mehr. Genau, erst ab dann. Erst wenn er seinen Wert bewiesen hat. Weißt du? Das ist so, wenn du den Drachen besiegt hast vom Turm. Das ist ein nicht retroaktiver Hypergamma-Zweifel. Ja. Also gut. Also im Endeffekt bist du immer in der Unterverantwortlichkeit. Über Vergewaltigung, ja, mal sehen, mal gucken, nee, doch nicht. Ah ja, jetzt ist er durchgekommen. Ich sage ja immer wieder, wie das Leben des Brian mit der Mutter. Du wurdest vergewaltigt? Naja, am Anfang schon. Genau. Samen mit Wert, auf jeden Fall, der letzte, der durchkommt. And what you would expect, therefore, is that women that were fast life history strategists, women that invest more in sex than nurture, women that were sociosexual, would be more likely to have these rape fantasies. And that is indeed the case. That has been shown to be the case. Women who are sociosexual are more likely to have rape fantasies. I refer you to Women's Rape Fantasies by Bavona et al. In Archives of Sexual Research, and Schulman and Hume, Guilty or Not, in Journal of Sex Research. This is the case. So therefore we would expect sociosexual women to be more likely to be sexually assaulted, and sociosexual women to be more likely to have rape fantasies. And it wouldn't be the fact that they had been sexually assaulted that would cause them to have the rape fantasies. It would be that the kind of sociosexual person that is more likely to be sexually assaulted is more likely to have rape fantasies. Aber womit ich immer noch nicht klarkomme, ist, dass diese ökologische Nische, die er anspricht, ja eigentlich eine ist, in der, warum herrscht da Ressourcenüberfluss? Also das ist ja eigentlich eine Mangelsituation, das ist ja eigentlich eine Kriegssituation, das ist ja eine Urzeitsituation, wo wir eigentlich, evolutionär sage ich, aber mal entwickeln wir uns ja praktisch zurück auf die Urzeit quasi. Ne? Komischerweise, trotzdem wir ja Ressourcenüberfluss haben, also das leuchtet mir nicht so ganz ein, vielleicht hat er sich versprochen oder so. Aber gut, also wir leben im Zeitalter der Dirne wieder, sozusagen. We found, however, that it was driven, partly anyway, by what happens in childhood. Why would this be the case? Well, the heritability of life history strategy, i.e. of sociosexuality, is about 0.5. Das ist interessant. Die Erblichkeit der Hurigkeit und der Clusterbähigkeit ist 0,5.
Ja, und ich meine, ich glaube, ein Faktor fällt mir nämlich noch ein, das ist, dass in den Single-Mütter-Haushalten, wenn keine Männer in der Nähe sind, das weibliche System ja auf jeden Fall auch früher fruchtbar wird, bis zu 2 Jahre früher. Weil sind keine Männer da, heißt, wir sind in der Krise, heißt, ich muss den schnellstmöglich den stärksten Mann finden und mich von ihm schwängern lassen. Das ist auch noch so eine Sache. Ja, es ist ja allgemein so, dass es immer verneint wird, aber wenn man sich mal überlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wenig Männer es gab in Deutschland und keine 50 Jahre danach hatten wir wieder 50-50. Ja, das ist gerade mal 2 Generationen, muss man überlegen, 2 schnelle Generationen, wir waren wieder 50-50. Klar. Das ist, und da will mir jemand erzählen, dass es die Natur nicht gibt und den Willen der Natur, weißt du? Das ist alleine, das Argument ist so tot. Natürlich ist die Natur nicht irgendwie so eine esoterische Gottheit Gaia, die im Erdkern wohnt, das ist absoluter Blödsinn, aber es sind halt einfach nur mal chemische Sachen, die triggern, wenn gewisse zu wenig Männer im Umfeld, mehr männliche Nachkommen auch, ja, das kann durchaus sein. Ja, weil das einfach die Körper und die Biologie das einfach merkt, dadurch, dass halt die Hormone abgehen in der Umgebung. Und das ist, und je stärker halt das männliche Hormon in der Umgebung wieder wird, desto weniger Männer werden wieder auf die Welt gebracht. Es hält sich alles im Gleichgewicht. Ja, was noch ist, dass die Vermehrungsrate von Narzissten, Borderlinern und Cluster Bs, glaube ich, auch 50% erhöht ist in diesen Zeiten. Das passt gut drüber über die 0,5. Also wir werden immer verrückter sozusagen und immer sexueller. Passt. Warum Misery dann Company liebt, das ist ganz einfach, weil dann die Sprüche kommen, wir sitzen ja alle in einem Boot und so Solidarität und blablub und hin und her und wenn es mir schlecht geht, soll es auch anderen schlecht gehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie viele Phrasen soll ich dir jetzt auftischen, um dir das Prinzip klar zu machen? Es ist so, der Mensch war schon immer gut im Leid teilen, aber nie gut im Gewinn teilen. It's that most sexual assaults occur basically within the family. So what you would expect would be a family that was fast life history strategy would sexually assault its own children, and those children would inherit that fast life history strategy, and therefore those children would be interested in rape play, basically partly for genetic reasons. And so you can see how this all comes together. You have these 2 key factors here. You have the sociosexuality and its association with being sexually assaulted, sociosexuality and its association with a desire for rape play and rape fantasies, and the fact that one of the things it may be that people do with something highly traumatic is potentially sexualize it as a way of coping with it. And so all of these explanations would make me assume that people who have been the victims of sexual assault would be more likely to develop some sort of sexual assault fetish, and this indeed appears to be the case. Are you ready for the future of the world? Unterm Strich, was heißt das dann? Also höre ganz genau zu, wenn über die normale Vergenusswurzelungsfantasie einer Frau noch ein bisschen was anderes kommt, da kannst du schon beinahe schon deuten, vielleicht ist da noch irgendwas in der Vergangenheit noch ein bisschen übrig, vielleicht noch ein klein bisschen pieksen, mal schauen. Ich würde es ja interessieren, so eine kleine Umfrage mal auf Joy Club zu machen. Das wäre ganz bestimmt sehr interessant, was da zutage gefördert werden könnte. Ja, was kam noch? Das ist doch genetisch ein Nachteil, dass die Psycho-Eulen zu Männern kommen, die selber Probleme haben, egal ob jetzt Narzisst oder Captain Sabo. Den Kindern würde es bei einem stabilen Mann besser gehen. Ja, prinzipiell schon, aber du musst das halt auf der Meta betrachten, würde ich sagen. Ne? Das sind ja immer diese Zyklen, in denen auch die Zivilisationen verlaufen. Ne? Das heißt, jetzt kommen wir sozusagen in die Phase, wo die Leute immer verrückter werden, immer rumficken, die Dekadenzphase auch wie in Rom. Und dann bricht das und dann wird es wieder reduziert und dann gibt es wieder vernünftige Familien und so Zeug halt. Ne? Jetzt halt auf einem größeren Level halt, mit dem ganzen technischen Fortschritt sind natürlich mehr Variablen drin, aber im Endeffekt ist das ein System, was auf Auslöschung, auf Restart oder auch wie in diesem Mäuse-Utopia oder so. Ne? So darfst ja auch nicht vergessen, dass in so einer Zeit wie nach dem Weltkrieg, dass so psychologisch so Psychopathen so gar nicht so auffallen. In der Welt. Und jetzt witzigerweise ist im Konterpart in der friedlichen Welt, in der wir heute leben, werden mehr produziert. Also es ist recht witzig. Eigentlich ist es ein Kreislauf der Zerstörung. Ja, das ist wirklich ein Kreislauf. Das heißt, irgendwann kommen immer wieder hier die Rapisten und Kinderschänder und Borderliner und Narzissten und das ganze Gesocks und die Dekadenz und dann wird die Zivilisation erstmal wieder abgerissen, wenn sie zu satt wird. Ja, wie in diesem Maus-Utopia. Es ist wirklich, glaube ich, da ist schon was dran. Dieser sozialpsychologische Killswitch. Irgendwann, der Parasit breitet sich aus, die Nische ist zwar unsicher, aber irgendwie da macht das wieder Sinn, Ressourcen sind unendlich, doch, wie er sagte. Und dann muss erstmal wieder eine Knappheit kommen. Dann muss man wieder anfangen, langfristig zu denken. Dann muss man wieder anfangen, in Nachwuchs zu investieren. Kleine Brötchen backen. Sagen wir mal so. Und dann ist die Familie wieder wichtig.
Weißt du, ich habe in letzter Zeit irgendwie so einen Ohrwurm. Das war auch so ein Lied gewesen. Ich mache das immer vor und das klingt dann so, hallo, hallo. Ne, wer kennt das zum Beispiel? Da muss ich immer daran denken, wenn dieser Kataklysmus wieder kommt, dass diese Zivilisation wieder Bach runtergeht, ne, Narzissten, Bordis und sonst was. Da kommt mir in den letzten Tagen dieses Lied auf einmal immer wieder so in den Kopf. Dann so, ja, da sind sie ja wieder. Da ist es schon wieder soweit. Oh, interessant. Was ist, wenn ein Hund bei der Frau am Arsch schnüffelt? Naja, dann erkennt er ihren Bodycount. Er kann auch Schwänze riechen. Stell dir mal vor, das wäre möglich. Die Hunderasse wäre sofort ausgelöscht. Stell dir aber mal vor, es gäbe eine Hunderasse, die kann an dir schnüffeln und kann sagen, als Frau, was für ein Bodycount das ist dann wirklich ein Red Pill Blindenhund. Ha? Ja, und ist halt ein Red Pill Vorsorgehund, weißt du, schon so. Für die Red Pill Bedürftigkeit. Stell dir mal vor, der Hund fängt dann zum Bellen an und so oft wie er bellt, ist dann der Bodycount von der alten Alterswert. Die Hunderasse wird in 14 Tagen ausgelöscht. Oh mein Gott, ja. Die hätte Krankheiten und die wäre nicht gut für Kinder und fürs Familie und Ding. Ja. Auf, richtig Schwänze. Und wie viel hat sie? Wie viel hatte sie? Wenn er eine Woche durchbellt, dann weißt du, was Sache ist. Und bellt immer noch. Oh je. Wenn er ohnmächtig wird. Wenn du hingehst und sagst so, und Zeus, wie viele waren's? Und er so,